Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Council mit mauziger Unterstützung, denn Flocke ist gerade hier und ist ganz fasziniert auf dem Bildschirm, weil sie sieht, dass hier gerade meine Maus wackelt und das findet sie total geil, weil sie denkt, das ist, ja, weiß ich nicht, was zum Spielen und für sie gedacht. Und deshalb, ihr müsstet es sehen, folgt sie gerade mit ihrer Schnute dem Mauspfeil hier. Ich hoffe, sie hat sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr auch. My friends, the conference is about to begin. Please excuse me if I troubled you last night with my project. I understand that you might well have a few questions to ask. As you know, the final vote will be cast in a few days. This morning's aim is to answer your questions and check the temperature of your respective positions so that we may reach a greater understanding. As always, Lord Mortimer. We parted in perfect disagreement, my lord. Where would you like us to take it from? Come, sir. Please let William believe he still has a chance of winning us over. Otherwise, his imprecations will lack panache, and we shall be bored stiff. Oh, let me assure you, I am convinced that a good night's sleep has brought sound advice, and that this morning will be even more interesting. Therefore, I would like to go around the table in order to hear everyone's first impressions. Well, I am still firmly against it, even though my choice won't count. Against. 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 And you, Luke Manuel? Well, you see, it is more complicated and it... Calm, Gregory. Don't try to impress my guests, please. They are not your guests. Gregory, anyone under my roof is by definition my guest. You included. I would be very grateful if you would let my guests speak. Duke Manuel, you were saying you still had some doubts? Well, you see, the situation has changed since last night. What's going on here, my Lord Duke? You see, I gave it some thought during the night. New arguments have come to light. What do you mean, Duke Manuel? Sir Gregory, I regret to inform you that Spain will not support you in this operation. I vote for. Moreover, in response to arguments brought to my attention, I declare war on France. What? What is he doing? If you think France is afraid of you, you are dreaming. Over 10 nations rise against you, young man, and you behave like a yapping little dog? When the French armies are at your door, my Lord Duke, you will change your tune. Well, as for me, I am for Lord Mortimer's project, despite Duchess Hillsborough's overwhelmingly convincing nocturnal attentions. What? So Emily was playing at trying to win over guests last night? It was nothing more than a friendly little chat, of course. How could it be otherwise? And by the way, remember me to your husband when you see him. And you, President Washington, what is your position? For, of course. Well, that leaves just yourself and Monsieur Peru, Louis. You're all making me sick. Look at yourselves. What? You are pathetic! Have you been drinking or what? There you are, quibbling away. My Lord Duke this, and Madame Duchess that. You know very well that we're nothing but puppets on a damn string. Jacques, really? Let's end the charade. It's over. Jacques. My lord, thank you for everything you've done for me over the years. But it didn't come for free. And now I see the price is too high to pay. I'll stop. Come, Jacques, we'll talk it over. No, I'm finished. I want my freedom back, my lord. I shall no longer work for you. Whoa, 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 whoa. Wait! Derice, you just can't help it, can you? Stop trying to play the hero, man! Er verdient es nicht, ihn an sein Kind erinnern, ihm helfen. Er ist nicht der Selbst, er wird niemanden töten. Er verdient das nicht. Er ist nicht der Selbst, ihm helfen. Was ihm helfen? Abzudrücken? Er wird niemanden töten. Nee, wir gehen das nicht an. Er verdient das. Warte mal, was waren seine Notizen? War Peru. Psychologie ist seine Schwäche. Psychologie und Etikette. Also ist es eigentlich das hier, oder? Bitte. Monsieur, I know I don't really know you, but you seem like a decent person.
I have done so many horrible things. You blame yourself, I can see that. Everything's not lost. I don't want to do bad things anymore. You can take control of yourself again. You can fix whatever it is you've done. Do you really believe that? Of course, Jack. You'll have all the time you need. Okay. Es wird alles gut. Warum könnt ihr ihn beschützen? Was, seine Tochter ist sicher. Der Orden könnte ihn beschützen. Vereinen wir uns. Vereinen wir uns? Wir zwei jetzt, oder was? Ich weiß nicht. Das glaube ich nicht mit dem Orden. Es wird alles wieder gutes Geplänkel. Das ist egal. Tochter oder vereinen wir uns? Ich glaube, es ist eher das hier, oder? Was sagt ihr? Jack, you're not alone. There's nothing you can do against him. Of course there is. We've already started. How can you say that knowing he's already probably gotten rid of your mother, Louis? No, he hasn't. She's still here. She's alive, Jack. But... Yes, trust me. Ihn um die Waffe bitten, ihn auffordern, die Waffe zu geben. Das ist seiner unwürdig. Ihm die Waffe abnehmen. Nee, ich würde ihn bitten, glaube ich. Oder? Auffordern finde ich nicht gut. Oder? Das ist seiner unwürdig, finde ich. Etikette ist eine Schwäche. Das würde eher das Gegenteil erzeugen. Ihn die Waffe abnehmen. Das ist ein gestandener dicker Mann. Nee. Bitten, auffordern, die Waffe zu... Ich bitte ihn. Come on, Jack. Stop now, before it gets any worse. Give me the gun, please. I wasn't gonna fire at anyone, you know. I know. I don't want him to talk to me. Don't worry, you're safe now, Jack. Monsieur Peru, you could have seriously hurt someone if Monsieur de Richet here hadn't stopped you. Your behavior is unacceptable. You would do better to go and rest in your apartment. My friends, we shall continue the conference later. I would like to apologize for the inexcusable behavior of my guest. We all need to recover from all of this excitement. Take the rest of the day off. Puh. Die Konferenz, Episode 3. Erfolgreich. Ich habe mich für Lord Mortimers Seite entschieden. Ich habe an der Konferenz teilgenommen. Hätte ich das nicht können? Okay. Ich habe Godoy überzeugt. Ich habe mich nicht von Emily überzeugen lassen. Die ist ja offensichtlich in der Nacht von Bett zu Bett gestiegen, um die Leute zu überzeugen. Ich habe Peru gerettet. Gott sei Dank. Ich habe rausgefunden, dass Lord Mortimer seine Rolle beim Aufstieg von Napoleon Bonaparte spielt. Ich habe rausgefunden, dass Home und Von Wölln eine enge Beziehung miteinander haben. Und ich muss ganz kurz husten. So, da bin ich wieder. Ich habe mit Lady Hillsborough geschlafen. Ja, das ist erfolgreich. Ich hätte mich von Lady Hillsborough überzeugen lassen können. Ja, das wäre der Alternativweg. Ich hätte Home folgen können. Und ich hätte Jacques Perus Geheimnis lüften können. Welches Geheimnis denn? Kann es sein, wenn wir auf dem Balkon mit ihm die andere Gesprächsoption gewählt hätten, dass er mit uns geredet hätte? Das hätte natürlich sein können. Schade. Aber na gut, dann ist das halt so. 4 Punkte können wir leider nur verteilen. Okay. Inventar. Ich würde gern das Buch von Logik und Gewandtheit. Ich hoffe, dass wir wieder 3 Bücher nehmen können. Und das andere, es geht flocke gerade vor dem Bildschirm, ist glaube ich Sprachen. Gucken wir nochmal. Logik ist dann der Punkt voll. Gewandtheit ist das. Wir können also 2 bei Gewandtheit zum Beispiel investieren. 4 Punkte können wir ja. Okay, das ist der äußerst beschissenste Platz, den du gerade wählen könntest, weil ich die linke Seite vom Bildschirm gerade nicht sehe, Mausi. Muss hier mal versuchen, ihren Arsch ein bisschen runterzudrücken. So, okay. Ich denke also, wie schon gesagt, dass wir
2 in Gewandtheit investieren sollten. Und 2 Punkte haben wir noch offen. Wo ballern wir die rein, Leute? Etikette, Überzeugung, Politik, Ablenkung. Wir könnten es auch bei Sprache investieren und würden das 3. Buch bei Sprache lesen und hätten 3 Sachen geskillt, wisst ihr? Das können wir auch machen, oder? Ich muss mal kurz die Katze wieder wegdrücken. Oder... ja, wir könnten natürlich hier bei Befragungen mehr reingehen, damit wir unseren Talenten entgegenwirken, wisst ihr? Das können wir natürlich auch machen. Weil, ach so, Aufmerksamkeit ist ja... Wo ist denn Aufmerksamkeit nochmal gewesen? Ach, das hier. Weil wir Aufmerksamkeit ja auf 3 erhöhen sollen. Um das zu halbieren, was ziemlich gut ist. Okkultismus und Manipulation. Okkultismus erhöhen macht natürlich auch Sinn. Was ist das hier? Ja, die haben wir noch gar nicht alle hier aufgedingstert, ne? Manipulationen anwenden. Das macht halt auch nur Sinn, wenn wir... Nee, hier wollte ich hin. Wenn wir Manipulationen mehr skillen. Da sind wir bei Level 2 gerade. Ich versuche halt immer noch über die Katze drüber zu gucken, ne? Lass uns nochmal hier beim Inventar gucken. Ja, Politik und Belesenheit, ne? Wir können aber natürlich... Wir haben ja dann noch ein Belesenheitsbuch, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch hier einen Punkt investieren und würden dann beim nächsten Mal, also die Sprachen meine ich übrigens nicht Belesenheit, können dann beim nächsten Mal noch ein Buch wählen und hätten die dann voll. Und würden dann zum Beispiel in Okkultismus noch investieren können. Das machen wir, glaube ich. So. I don't understand. I spoke to him only recently. Monsieur Peru has lost his mind. It's obvious. Yet another way for the French to make a spectacle of themselves. Well, once again it has worked. My friends, let us settle down, please. We are all in shock, of course. Let us celebrate Louis's courage. He enabled us to avert a tragedy. Yes, that was very noble of you, Louis. You have given us all a fine lesson in courage. Thank you. He owes you his life. That's quite something. That madman deserves to die. We are providing Monsieur Peru with care, but rest assured, he is no longer a danger to himself or anyone else. I think everyone needs a little rest. Can you stay a moment? Of course. Oh, ich wollte schon sagen, können wir doch kein Buch lesen? Also wir haben gerade gesagt Logik, Gewandtheit, ne? Hier wollte ich hin. Logik, Gewandtheit, das und ja, meinetwegen das hier unten, ne? Einige Bücher haben wir ja immer noch nicht gefunden. Aber wir waren doch in so vielen Bereichen des Hauses schon. Wo sollen denn die Bücher sein? Sind die halt wirklich mit der Gewandtheit irgendwo? Wir werden es ja sehen. Wir sind ja jetzt gleich eine Stufe höher. So. Was los, Mortimer? Louis, I wanted to thank you personally. I admire what you did to save Monsieur Peru's life. You have given us all a wonderful lesson in courage. Don't mention it, my lord. You would have done the same.
I was just quicker. Ah, humility is a fine quality, sir. Where is he now? In his room. I've sedated him. I don't want him trying to take his life again. Or, worse yet, attacking one of the guests. When in despair, Monsieur Peru is clearly a dangerous man. Mhm. Warum wollte er sich das Leben nehmen? Das hatte ich auch nicht anders erwartet. Das kann ich gar nicht wählen, ne? Warum hatte er große Angst vor Mortimer? Warum hat er ihn eingeladen? Ich nehme mal das hier. Tell me, my lord. Can you think of any reason why he would be so terrified of you? Terrified? Come now, that's a bit harsh. I think he was simply unable to put things into perspective. I see no reason to fear me. Ask President Washington. I don't believe I'm such a difficult friend. Having spoken to him, I can assure you that he feared you even more than death itself. Had he disappointed you in any way recently? Of course, he was on the edge. He was desperate, and it grew noticeable in his work. Our collaboration was probably coming to an end, but I certainly didn't feel the need to threaten him, ever. But without you, no more support, no more money. It was an end to his social status. If you lost, he lost everything, didn't he? No, not his life. Thanks to me, I guess. On that note, my lord, I'll be leaving you. Have we covered everything? Absolutely. Oh, Louis, one more thing, please. I wanted to thank you for your support during the conference. You've made the right choice, and it gives me tremendous satisfaction to have you with me on this project. Wie er mal hin und her schnipst hier drüben. Das Ehrlichsein, ich mach, das ist es wert. What is at stake is worth it, my lord. Now, I won't hide from you the fact that I have no idea by what miracle we could ever get a unanimous vote. Trust me, Louis. We still have a few more cards to play. You'll see. Anything can happen in politics. I'll see you later, my lord. Okay. Ich will bloß gucken, ob ich jetzt mit der Gewandtheit irgendwas Zusätzliches... Geh doch am Stuhl vorbei. Irgendwas Zusätzliches habe, aber dem scheint mir hier nicht so zu sein. Kehre zurück auf dein Zimmer. Waldo. Nun gut. Warum fragt niemand, wo dieses Loch hinführt? Okay, in welche Richtung ist mein Zimmer schneller? Ja, das ist schon die richtige Richtung. Kann ich bei Peru vielleicht nochmal vorbeischneiden? Wo liegt er denn rum? Wöllner? Peru, der kommt gleich als erstes hier um die Ecke. Yes, sir. Your yes is not sufficient. Tell the others, for crying out loud. Remember to close my window once you've done my room. This isn't Corsica, you know. I'm freezing. Of course, sir. I'll see to it straight away. Good. Proceed. Yes, sir. Monsieur Bonaparte. Louis, once again, bravo for what you did. If it weren't for you, Peru would have blown his brains out. You've got courage. I like this. We just lost the vote for the next conference, and we already had fewer votes than Holm. I must absolutely find a solution. Zur Hölle mit der Konferenz. Die Konferenz steht an erster Stelle. Yes. Yes, indeed. But I believe if Lord Mortimer is still confident, it's because he still has a few cards up his sleeve. I hope so. I sincerely hope so. Unfortunately, that vote of Godot you acquired is probably not going to suffice. Well, it's still more than what you've done, isn't it? I see you have a short fuse, monsieur. As someone who just started a war with Spain, if I were you, I wouldn't get on my high horse so quickly. In short, we haven't a minute to lose. I'll leave you now. Just a minute. Mit ihm über Emily sprechen. Was hatte... Oh, die Hasen drehen schon wieder durch. Was hatte Emily am Abend der Konferenz vor? Was hat Emily am Abend der Konferenz vorgeschlagen?
Na, logischerweise, dass wir übertreten, oder? Wir fragen das mal. What did Duchess Hillsborough propose last night? Oh, nothing worth worrying about. The pretty little pudding eater found no better tactic than to threaten me. She would have been better off sliding into my bed. At least we wouldn't have wasted part of the night talking for nothing. Threatened you, you say? That's what I said. I think I'm going to have to be careful of English troops crisscrossing the Mediterranean for a while. The witch would let loose the wrath of the English crown on my august person. But if she thinks that would scare a Bonaparte, she is mistaken. Now, Louis, time is running short, and as I said, I'm in a hurry. I have to go now. I will see you later. Okay. Verteidigt Louis sie so, weil er anfängt, sich in die zu verknallen, oder was? Haben wir das irgendwie ausgelöst? Peru. Wir gehen mal rein. Der scheint Sorry, sir, but you cannot go through. We have very clear instructions from Lord Mortimer. Monsieur Peru must rest. Mhm. Kann ich denn eventuell über den Balkon einsteigen? Kann ich bei Napoleon rein? Kann ich auf den Balkon? Okay. Da haben sie dran gedacht, dass ich nicht einfach bei dem ins Zimmer rein kann. Okay. Na gut, dann eben nicht. Warte mal, das ist Emily, ne? Kann ich bei Emily heute mal reinsliden? No answer. Nothing. Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Ich kann mich nicht bewegen, gerade. Ah, jetzt kann ich, okay. Ich probiere es nochmal. Emily? Emily, are you there? Emily! Yes. Louis, is that you? Yes, let me in. I'm sorry, Louis. I don't feel very well. I'll see you later. Are you sure everything's all right? Are you still there? Okay, das war eigentlich identisch zu dem, was gerade eben an der Tür gewesen ist. Deswegen denke ich mal, ich kann mich auch gerade immer noch nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Deswegen denke ich mal, gerade ist halt wirklich kein Reinkommen. So, das ist Gedoi. Kann ich zu Gedoi rein? Macht das überhaupt Sinn? Monsieur Oh de Gott, hallo. I have no time. I was about to join Sir Gregory. Come back later. I wanted to talk to you a moment and... I am expected. I'm sorry. We shall talk later. Na gut. Ich komme aus der Richtung? Aus der Richtung komme ich, ne? Oder? Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Dann nicht. Dann will er eben nicht mit uns reden. Dann gehen wir ins Bett. Tschüss. Next time, I'll listen to my mother. Not a day has gone by without something happening to me. What now? Louis, open up, please. Coming, Mr. President, I'm coming. Louis. Ah, there you are at last. Yes, I just saw your mother. She was accompanied by Emily, and they both went into the Duchess's room. I tried to join them, but I was refused entry.
Louis, this does not bode well. Oh, shit. Emily might want to avenge her sister. I must act quickly. You're right, Mr. President. Thank you. Der hat meine Mutter gesehen und reagiert so locker da drauf. Also ich fand es zumindest locker jetzt eben. Okay, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir hier intervenieren an dieser Stelle, denn ich sehe gerade mit meinem Auge, dass wir schon bei fast 26 Minuten angekommen sind. Deswegen würde ich an der Stelle eine Aufnahmepause machen und wir gucken mal, was Mutti und Emily hier im Zimmerchen machen. In der nächsten Folge. Übermorgen. Also bis dann. Tschüss.